Dich würde ja mal Low-Level-Content interessieren. Level 20 Affenhöhle. Kann es sein, dass du das gerade mit Metin 2 verwechselst? Lustigerweise, in Metin 2 gibt es doch diesen Dungeon, wo die Affen mit ihrer eigenen Kacke werfen. Am Anfang das ist doch der erste Dungeon. In Metin ist doch der, wo sie mit der Kacke werfen. Die mit Kacke werfenden Affen. Und, in Flyve ist jetzt lustigerweise der erste Dungeon tatsächlich auch mit Affen. Lustigerweise. Die haben zwar kein Level, weil in Dungeons gibt es keine Level in Flyve. Die skalieren ja. In Flyve Universe zumindest. Und ja. Theoretisch könnte man da sogar leveln. Würde sich auch mehr lohnen als in der Open World. Praktisch den Berg hoch. Okay, ich weiß immer noch nicht, ob du von Flyve oder von Metin 2 sprichst, aber praktisch ist es leider so, dass der Dungeon so schwer ist, weil du dich auch nicht vorher buffen lassen kannst von irgendjemandem. Also nur für den Story-Mode. Und Story-Mode gibt keine XP oder... Also gibt schon XP, aber ultra wenig. Würde also wenig bringen. Also du bräuchtest quasi einen Charakter bis Level 30 für die erste Schwierigkeit, der erstens Buffs hat, was schon mal das erste Problem ist, und zwar ein ziemlich großes Problem. Und dann bräuchte er auch ein halbwegs gutes Equipment, was auf dem Level auch ziemlich schwierig ist, weil wer zum Teufel hat Level 5... Ich meine, gut, 30er Equipment schon eher. Bei Level 30 ist ja auch das höchste Level, mit dem du noch rein kannst. Also wäre noch ein bisschen spät. Wenn du ihn erst mit 30 farmen könntest, immerhin startet der Dungeon ja schon auf Level 15 oder 16. Und ist eigentlich schon eine gute XP-Quelle, ist aber einfach zu schwierig. Also für jeden normalen Anfänger oder für jeden, der jetzt ohne halt Hilfe von einem High-Level-Spieler oder von einem zweiten Account mit Power-Ups versorgt wird oder durch einen Cash-Up, hat er eigentlich keine Chance, dass er da drin effektiv leveln kann. Also auf FEC weiß ich nicht. Wenn man sich da voll mit Power-Ups vollknallt, könnte es schon interessant sein. So mit FEC Flask hast du allein schon 15% PvE und gibt dir nicht sogar 10% Verteidigung oder so? Oder alle Stats, ich weiß gar nicht mehr. Ich vergesse immer, was die für Effekte hat. Aber das ist ja schon mal ein gutes Power-Up. Und dann so Secret of Strengthening ist im Low-Level ultra krass. Death Upcut Stone, Upcut Stone. Das ist ja schon gefühlt unbesiegbar. 20 STAs Flask. Also ich meine, auf FEC könnte man das wahrscheinlich machen. Würde wahrscheinlich sogar Sinn ergeben. Aber wenn wir jetzt von einem herkömmlichen Anfänger reden, der nicht Pay-to-Win ist und keine Hilfe von einem High-Level-Charakter bekommt und kein gutes Equipment hat, hast du eigentlich keine Chance. Viel zu schwierig. Der einzige Vorteil in Flyve, wie bereits erwähnt, ist, dass du nicht von Affen mit Kacke beworfen wirst, aber das ist dann eigentlich auch schon der einzige Vorteil. Auch wenn ich mich richtig erinnere, war der Dungeon in Metin 2 tatsächlich auch so schwierig. Also ich habe den nie gepackt, wir sind da immer reingegangen und wurden immer gewiped, nachdem wir so 2, 3 Affen getötet hatten. Irgendwann waren es so viele und die sind so alle immer gefolgt, du konntest die irgendwie nicht mehr abschütteln. Irgendwann waren wir alle tot. Und so ist es in Flyve im Endeffekt jetzt auch. Ein paar riesige Affen, die dich mit ein paar Schlägen umbringen. Pretty uncool. Aber theoretisch könnte man mal... Ich könnte mal einen Charakter bauen, irgendwann mal vielleicht, der den Dungeon ohne Premium-Items schafft. Aber das könnte nahezu unmöglich sein. Also halt ohne Premium-Items und ohne irgendwelche krass geupgradeten Items dürfte das wohl fast unmöglich sein.